Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei COMMike, zum Thema Rasen- und Gartenbewässerung. Ich baue gerade eine neue Bewässerungsanlage hier auf diesem Rasengrundstück auf und in diesem kurzen Teil möchte ich euch zeigen, welche Bauteile ich dafür verwende. Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt für euch, damit ihr erkennen könnt, was ungefähr verbaut wird. Die genauen Details, die findet ihr gleich im Video. Bleibt dran, gleich geht's los. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich meine neue Hunter MP Rotator Rasenbewässerungsanlage geplant habe. In diesem Video zeige ich euch, welche Bauteile ich dafür verwende. Ich zeige euch den Verteiler, die Ventile, die Verbinder, die Rohre und die Werkzeuge, die ihr dafür benötigt und natürlich auch die Sprenger und die einzelnen Düsen. Hierzu nehme ich euch mit in meine Werkstatt. Willkommen in meiner Werkstatt. Wie ihr sehen könnt, habe ich zwei verschiedene Verteilerstationen aufgebaut. Der Unterschied liegt darin, dass die Abgänge einmal mit einem Außengewinde versehen sind und einmal mit einem Innengewinde. Das ist vom Prinzip her spannend, wenn es um den weiteren Verlauf geht. Verbaut ihr zum Beispiel ein Ventil wie dieses hier, welches ich verwende, mit einem Außengewinde, dann könnt ihr bei dieser Kopfstation direkt das Ganze anschließen. Wenn ihr das Ganze mit dieser Kopfstation bauen wollt, dann benötigt ihr einen Adapter von Zoll auf ebenfalls Zoll, damit das Ganze am Stück weitergebaut werden kann. Ich werde mit der Verteilerstation mit den Innengewinden weiterbauen. Diese Variante lege ich beiseite, die brauche ich an einer anderen Stelle. Beachtet dies aber, wenn ihr das Material bestellt, dass die Bauteile alle aufeinander abgestimmt sind. Das Besondere an dieser Verteilerstation ist, wenn hier ein Bauteil angeschlossen wird und das in der Erde bzw. in eurer Ventilbox eingebaut ist. Ich demonstriere das ganz kurz, indem ich dieses Ventil hier einfach mal anschraube, leicht. Und ihr möchtet dieses Ventil zum Beispiel wechseln, weil etwas beschädigt ist, dann könnt ihr das einfach locker schrauben und diesen Bereich zurückschieben. Diese Übergänge sind flexibel und dennoch dicht. Das hat den Vorteil, wenn ihr Bauteile in der Mitte austauschen wollt, dass ihr die nachfolgenden Rohre nicht einzeln zurückziehen, zurückbauen müsst, denn meistens geht das gar nicht, weil das ja in der Erde verbaut ist. Zu dieser Verteilerstation gibt es verschiedene Erweiterungen, zum Beispiel ein Winkelstück, das auf diese Seite direkt aufgeschraubt werden kann, ebenfalls mit dem flexiblen Hin- und Her. Ja, Schieber, auf der anderen Seite ebenfalls ein zolliges Gewinde, was zum Beispiel hier ranpassen würde oder auch hier vorne. Ebenfalls nützlich ist diese Verschlusskappe, die könnt ihr zum Beispiel ans Ende setzen. Die Kappe hat einen integrierten Dichtring. Das bedeutet, wenn ihr das Ganze handfest anzieht, ist das Ganze schon dicht. Ihr müsst vom Prinzip hier nur ganz selten mit einem Abdichtband, zum Beispiel einem Teflonband, arbeiten, wie diesem hier. Damit ich mit meiner Bewässerungsanlage weiterbauen kann, werde ich zunächst die Zu- und die Abgänge montieren. Diese Kopfstation liegt so in der Erde. Von hier auf der rechten Seite kommt das Wasser, hier befindet sich der Zulauf. Auf der anderen Seite geht das Rohr direkt weiter in meinen Hang, den ich ja später separat bewässern möchte. Auch dort kommt eine solche Konstruktion zum Einsatz. Damit ich den Anschluss für das Rohr auf der Eingangsseite herstellen kann, hier befindet sich ein 1 Zoll Innengewinde, welches über einen Dichtring direkt abgedichtet ist, könnt ihr direkt einen solchen Fitting verwenden. Diese Bauteile werden leicht gelockert, das Rohr hineingeschraubt, bis zum Anschlag durchgepresst und dann wieder festgeschraubt. Das Ganze durch den eingebauten Dichtring muss das nicht separat abgedichtet werden. Handfest anziehen reicht im Regelfall völlig aus. Das Rohr vom Zulauf wird nun hier auf dieser Seite montiert.
Auf der anderen Seite möchte ich das Ganze an meinen Hang übergeben und möchte mir aber eine Option offen halten, hier das Wasser abzustellen. Denn die Hangseite ist heute noch nicht fertig. Ich weiß noch nicht, wann ich dort weiterkomme und gegebenenfalls sprechen auch andere Gründe dafür, hier einen Sperrschieber einzubauen. Dafür gibt es verschiedene Varianten. Ich habe ein Modell gekauft, was eine starke Reduzierung im Durchlauf hat. Das werde ich vor der Montage nochmal austauschen. Ich möchte es euch trotzdem zeigen, denn diese Übergänge, diese Nippel von Zoll auf 3/4 haben durchaus ihren Charme. In dem Fall kann ich das Ganze einfach festschrauben. Und hier ist keine Dichtung enthalten. Ich kann hier eine Dichtung einlegen oder dieses Endstück mit einem entsprechenden Dichtfaden bzw. Teflonband eindichten, damit das Ganze auch dicht bleibt. Der Aufbau in meiner Bewässerungsbox wird letztendlich so ausschauen. Ich habe hier den Zufluss, hier den Abfluss, den ich über diesen Hahn öffnen bzw. schließen kann. Für den Fall, dass ich keinen passenden Hahn finde, kann ich auch ganz einfach ein solches Ventil verwenden. Das Kuriose, wie ich finde, dass diese Ventile nicht wirklich mehr kosten als ein ordentlicher Hahn und über den Drehregler auf der Oberseite genauso bedient werden können, macht für mich diese Option durchaus interessant. Ich weiß nicht, ob es da einen Langzeitschaden geben kann. Wenn ihr mir dazu was sagen könnt, schreibt mir einfach mal unten in die Kommentare hinein, ob ihr damit Probleme hattet. Ich werde nun mit den Ausgängen, diesen 3 Stück, fortfahren. Dieser Ausgang wird aus der Ventilbox herauslaufen, wird nach rechts abbiegen, anschließend wird er unter diesem Rohr hinweglaufen und mein Gartenhaus als auch meine Hochbeete mit Wasser versorgen. In diesem Fall benötige ich hier lediglich einen Übergang auf ein 25er PE-Rohr, so einen, wie ich hier bereits verbaut habe, der wird auch hier verbaut. An dieser Stelle wird das PE-Rohr angeschlossen. Mit einem Winkel kann ich dann mit dem Rohr hier um die Ecke gehen, beziehungsweise liegt das Rohr ja bereits in meiner Ventilbox, dass ich es nur noch anschließen muss. Auf dem mittleren Ausgang wird der Wasserkreis für meine neue Rasenbewässerung gelegt. Hier benötige ich zunächst ein Ventil, was sich über meinen Steuercomputer öffnen und schließen lässt, und anschließend kommt die Übergabe an das Rohrsystem und letztendlich an den Sprenger. Bei den Ventilen habe ich mich letztendlich für die Modelle von Hunter entschieden. Bei diesen Modellen finde ich den großen Vorteil gegenüber den Rainbird-Modellen, dass ein manuelles Öffnen relativ einfach mit nur 2 Fingern an diesem Magnetkopf möglich ist. Die Modelle von Rainbird habe ich auch im Einsatz in einer anderen Ventilbox. Diese Ventile funktionieren absolut perfekt. Ich möchte da wirklich nicht meckern, aber das händische Öffnen ist sehr, sehr schwergängig. Man braucht wirklich alle Kraft und ja, ich möchte nicht behaupten, dass ich ein Schwächling bin, aber es ist gar nicht so einfach, wenn die Ventile irgendwo in der Ecke verkantet verbaut sind und man möchte einfach nur, und sei es zu Testzwecken, das Ganze öffnen. Da ist es schon schöner, wenn das Ganze leicht und gängig läuft. Bei diesen Ventilen habe ich zusätzlich noch eine Durchflusskontrolle als auch eine Entlüftung. Das bedeutet, ich kann an diesen Ventilen einstellen, wie hoch der Wasserdurchlauf sein soll. Übrigens, Verteilerstation, Anschlüsse, Ventile, Sprenger und so weiter, all das findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Schaut dort einfach mal rein, da könnt ihr das Ganze bequem nachbestellen. Gleicher Preis für euch, eine kleine Provision für meinen Kanal, damit ich auch zukünftig solche Videos für euch produzieren kann. Zurück zum Ventil. Am Ventil selber seht ihr hier einen Pfeil, der euch die Richtung des Wasserflusses anzeigt. Das Wasser muss auf der linken Seite eingebracht werden und läuft auf der rechten Seite wieder heraus. Demzufolge schraube ich das Ganze jetzt einfach über diese Überwurfmutter an. Durch die Dichtringe brauche ich hier nichts
eindichten mit Gewindefaden oder ähnlichem. Nun habe ich das Ventil angeschlossen. Ich habe das Ventil im Moment geschlossen. Man sieht es hier sehr gut, on, off. Wenn ich das Ventil öffnen will, reicht eine halbe Umdrehung mit 2 Fingern und der Wasserdurchfluss ist bereits gegeben. Hier drüben soll ein Anschluss kommen, der in meine zweite Ventilbox auf diesem Rasengrundstück läuft. Von dieser Ventilbox aus geht bereits ein Rohrsystem unter der Erde und unter meinem Gehweg entlang. Damit möchte ich in Zukunft die andere Seite meiner Einfahrt bewässern. Hier soll einfach nur ein Durchlauf erfolgen, denn der Absperrhahn sitzt auf der anderen Seite. Da ich aber dort noch nicht so weit bin, habe ich hier mehrere Möglichkeiten, das Ganze einzugrenzen. Ich kann diesen Bereich einfach stilllegen. Zum Beispiel, indem ich einen solchen Doppelnippel verwende, diesen hier reinschraube, beziehungsweise seht ihr hier, ist bereits ein Dichtring eingearbeitet, auf der anderen Seite nicht. Und dadurch, dass hier ein Dichtring enthalten ist, macht es natürlich Sinn, die Seite ohne den Dichtring bis zum Anschlag handfest reinzuschrauben. Und hier auf der anderen Seite kommt jetzt einfach eine Verschlusskappe in der richtigen Größe. Das wäre zum Beispiel diese hier, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, ebenfalls mit einem Dichtring versehen. Kann ich bis zum Anschlag ranschrauben. Wenn ihr keine Originalkappe habt, es gibt auch baugleiche Kappen ohne Dichtring, die würden dann über diesen separaten Gummiring abgeschlossen werden. Alternativ könnt ihr natürlich auch die großen Abdichtungen nehmen oder ihr könnt das Ganze über verschiedene Nippel miteinander kombinieren, so wie ihr das möchtet. Bedenkt aber bitte, dass der Platz in eurer Ventilbox irgendwann tatsächlich begrenzt ist und ihr in diesem beengten Raum beim Einbau arbeiten wollt und gegebenenfalls später bei einem Umbau oder bei einer Reparatur. In diesem Falle ist das Ganze jetzt hier an der Verteilerstation fast fertig. Das Wasser kommt hier auf der rechten Seite hinein, verteilt sich über die 3 Ausgänge und verteilt sich zusätzlich über den 4. Ausgang, der im Moment über diesen Schieber abgestellt ist. Am ersten Ausgang sitzt eine Endkappe, das bedeutet, das Wasser kann hier nicht weiter fließen. An der zweiten Kappe befindet sich im Moment ein Ventil, welches ebenfalls geschlossen ist. Auch hier kommt das Wasser nicht weiter. An der dritten Ausgangsstelle befindet sich im Moment ein Fitting, der das Ganze an mein Rohrsystem übergibt, in eine weitere Ventilbox direkt am Tierhaus, am Gartenhaus, am Hochbeet. Dort ist bereits ein Endstück montiert am Rohr, so dass das Wasser zwar im Rohr steht, aber nicht herauslaufen kann. Apropos herauslaufen, an der Stelle noch ein Hinweis von meiner Seite. Ihr seht, ich habe an dieser Konstruktion keine Möglichkeit, das Wasser abzulassen. Ich habe weder ein Gefälle, noch habe ich ein Ausblasventil, noch habe ich irgendwo ein Sickerventil oder ähnliches hier verbaut. Ich mache grundsätzlich im Herbst eins, und zwar für alle meine Beregnungsanlagen als auch die Wasserleitungen, die sich außerhalb des Hauses befinden. Ich habe am zentralen Zugang einen Nippel, an welchen ich meinen Druckluftkompressor anschließen kann, und dieser Druckluftkompressor wird einzeln aktiviert, einzeln für jeden Wasserkreis, den ich verwende, und damit werden die Wasserkreise ausgeblasen. Das bedeutet, wenn ich den Wasserkreis für diese Verteilerstation ausblasen möchte, kommt das Ganze ungefähr 10 Meter von hier entfernt die Luft in das Rohrsystem hinein. Ich öffne das Ventil hier und die Luft strömt hier durch und kann in dem Moment komplett das Wasser herausdrücken, letztendlich über die Sprenger. Aus diesem Grunde, und das werdet ihr später beim Einbau sehen, verbaue ich diese Rohre gar nicht so tief. Hier liege ich ja am Bereich meiner Ventilbox, aber auch die anderen Rohre sind bei mir nur einen guten Spatentief vergraben, denn durch das Ausblasen, was ich schon viele Jahre fabriziere, habe ich bisher keine Probleme bekommen. Das werde ich auch so beibehalten. Wie geht es nun weiter? An dieser Stelle, und ich rutsche das Ganze mal ein wenig nach hinten, wird das übergeben, das Ventil, das Wasser, an das Rohrsystem.
Um das Ganze anzuschließen, verwende ich, und das wisst ihr, gerne die Gardena Schnellverbinder, aber auch diese üblichen Fittings für den Wasserbau und ähnliches könnt ihr dafür verwenden. In dem Falle möchte ich sagen, finde ich dieses System einfach deutlich angenehmer. Gerade in Ecken, die sehr schmal und sehr eng sind, lässt sich das Ganze wunderbar verarbeiten. Ihr macht eine halbe Umdrehung auf, führt das Rohr hinein, nochmal einen Klacks hinterher, ungefähr 1-2 cm, das merkt man. Dann wird das Ganze mit einer halben Umdrehung geschlossen und schon ist das Ganze dicht. In dem Fall ist hier sogar ein Dichtring eingearbeitet. Ich kann also dieses Fitting hier direkt aufschrauben und kann auf dieser Stelle das Wasserrohr einsetzen. Beim Wasserrohr habe ich das Ganze schon einmal vorbereitet, habe ich hier ein kleines Endstück. Ihr habt die Möglichkeit, am Ende in den Sprenger direkt über ein solches Winkelstück zu gehen. Dieses Winkelstück hat einen Halbzoll Außengewindeanschluss. Mit diesem Außengewinde könnt ihr direkt in die Sprenger einfahren, die auf der Unterseite einen Halbzoll Innengewinde haben. Ganz wichtig, hier wird kein Teflonband oder ähnliches mehr verwendet. Das stellt der Hersteller explizit in seinen Bedingungen klar. Das Risiko, dass die Chemikalien miteinander agieren, ist durchaus gegeben. Klammer auf, das Teflonband bzw. Gewindeband, was ihr üblicherweise im eher hochpreisigen Segment kaufen könnt, stellt hier keine Probleme dar, aber eine reine Vorsichtsmaßnahme. Im schlimmsten Fall öffnet ihr das Ventil und hier leckt das Ganze ein wenig. Ein paar Tropfen gehen hier daneben. Das passiert aber genau dann, wenn hier oben literweise das Wasser herausgeschossen wird und dann machen die paar Tropfen da unten nichts aus. Mit dem Einschrauben, halbe Umdrehung öffnen, Rohr einführen, nachschieben, halbe Umdrehung zu, ist das Ganze schon fertig eingebaut. Dieses Stück entspricht diesem, was ich euch gerade gezeigt habe. Der Einbau würde dann mit der entsprechenden Rohrlänge natürlich, halbe Umdrehung auf, das Ganze bis zum Anschlag nochmal nachgeschoben und halbe Umdrehung und schon ist dieser Bereich dicht, er ist geschlossen. Hier kann das Ganze jetzt loslegen. So sieht das Ganze dann aus. Was natürlich nun sein kann, dass wenn ihr euer Rohr verlegt und die Position des Sprengers nicht ganz mit dem Rohr aufgeht. Das Rohr ist relativ steif. Ich empfehle euch, bevor ihr anfangt, das Rohr zu verlegen, gleich als erstes nehmt euch das Rohrbündel, meistens ist das ja in einer großen Rolle aufgewickelt, legt es in die Sonne, versucht es schon ein wenig auseinander zu drehen, dann habt ihr es etwas leichter. Wenn ihr aber auf Nummer sicher gehen möchtet, dann könnt ihr einen solchen flexiblen Adapter verwenden. Diese Bauteile kann man knicken und haben zwei Außengewinde, Anschlüsse und hier ist natürlich eine Sache ganz wichtig, die möchte ich euch ebenfalls zeigen und zwar achtet bitte auf die richtigen Gewindegrößen. Die Gehäuse, die ich verwende, es handelt sich hierbei um die druckregulierten Gehäuse. Das macht meiner Meinung nach absolut Sinn, etwas mehr Geld auszugeben und dafür beim Einstellen der Regler hier einfach weniger Arbeit zu haben. Diese Gehäuse haben ein Halbzoll Innengewinde auf der Unterseite. Die Fittinge, die ich verwende, haben jedoch ein 3/4 Zoll, jetzt versuche ich gerade einen zu finden, ein 3/4 Zoll Gewinde. Und das bedeutet, ihr müsst aufpassen, dass ihr auf der einen Seite Halbzoll habt und auf der anderen Seite 3/4 Zoll. Der Fitting würde in dem Fall auf die 3/4 Zoll Seite einfach aufgeschraubt bis zum Anschlag. Ihr seht, das Ganze kann beliebig gedreht werden und auf der anderen Seite würde dann der Sprenger aufgeschraubt werden, ebenfalls bis zum Anschlag. Und wenn ihr nun das Ganze einbaut, habt ihr hier Spielmöglichkeiten. Wenn das Rohr tiefer oder höher liegt, wenn es etwas verbogen oder winklig liegt, mit diesen flexiblen Endstücken geht das Ganze ein wenig
einfacher. Alternativ gibt es auch Schlauchsysteme, an denen ihr diese Winkelstücken einzeln kaufen müsst. Ihr habt hier ein spezielles Stück Rohr bzw. Schlauch. Achtung, das ist kein Gartenschlauch. Dieser Schlauch muss druckresistent sein, sowohl von innen, was den Wasserdruck angeht, aber insbesondere auch von außen, denn die Erdmassen drücken hier drauf. Ihr habt gegebenenfalls Steine mit in der Erde, die Erde arbeitet, das Ganze soll über Jahre halten. Also verwendet die Originalrohre, die es dazu gibt, oder diese Schlauchrohre und bitte, bitte, bitte keinen normalen Wasserschlauch. Auf der anderen Seite der Übergang 3/4 auf meinen Gardena Schnellverbinder. Solltet ihr euch eine Anlage bauen, die nicht mit den PAS 40 Sprengergehäusen arbeitet, sondern zum Beispiel die i20 Getrieberegner, dann müsst ihr darauf achten, dass der Getrieberegner auf der Unterseite ein 3/4 Zoll Innengewinde hat. In dem Fall müsstet ihr hier mit einem Adapter arbeiten, was nicht viel Sinn macht, wenn ihr vorneweg die Möglichkeit habt, hier einfach das richtige flexible Endstück zu kaufen, und zwar 3/4 Zoll auf 3/4 Zoll. Das Ganze mag jetzt unwahrscheinlich kompliziert klingen, ist es aber nicht. Meine Empfehlung, schaut unter das Video, dort habe ich euch die Produkte verlinkt mit einem entsprechenden kurzen Text dazu. Wenn ihr mögt, klickt euch da durch, schaut euch das Ganze bei Amazon mal an, dort seht ihr auch die Bilder dazu und dann denke ich, wisst ihr auch, wie ich das Ganze meine. Ich möchte euch das ganz kurz noch einmal zeigen. Hier habt ihr ein flexibles Endstück, das habe ich gerade noch gefunden, 3/4 Zoll auf 3/4 Zoll, und das würde dann direkt in diesen i20 Getrieberegner hineinpassen, denn ihr seht, die Öffnung hier unten, die ist deutlich größer, 3/4 Zoll, einfach reinschrauben und dann könnt ihr auch mit den größeren Regnern arbeiten. Damit ihr euch das Arbeiten am Rohrsystem einfacher machen könnt, empfiehlt es sich, eine Rohrzange, eine Rohrschere zu verwenden. Wer meine Videos schon länger schaut, wird wissen, der Mike, der hat früher nie mit einer Rohrschere gearbeitet, der hat eine ganz normale, kräftige Gartenschere verwendet. Ja, das habe ich, das könnte ich auch heute noch tun, es funktioniert. Was aber auch funktioniert ist, wenn ihr irgendwo im Angebot eine tolle Zange findet, ob die jetzt im Profibereich mithalten könnte, wage ich hier zu bezweifeln. Für meine Zwecke reicht es. Unter dem Video verlinke ich euch mal ein Profimodell, wenn ihr mehr arbeiten wollt. Aber im Folgenden hat es den großen Vorteil, wenn ihr am Rohrsystem arbeitet und wollt einen geraden Schnitt machen. Mit der Gartenschere kann das Ganze krumm und schief werden, da braucht es ein gutes Gefühl und ihr habt das Problem, dass die Schnitte nicht wirklich sauber sind, dass meistens ein kleiner Grat dran ist, der dann mit dem Cuttermesser oder mit einem Rundkolben abgezogen werden muss. Mit einer solchen Schere ist es so, ihr macht eure Markierung, klickt das Ganze durch, irgendwann ist das Ganze schon drinne und mit den einzelnen Durchdrücken ist das Ganze abgeschnitten und ihr seht, ich habe hier einen sauberen Schnitt, kein Grat, und kann das Ganze direkt am Fitting anschließen. Bevor ich euch jetzt den Einbau der Düsen zeige, an der Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Hier unten findet ihr den Link, um meinen Kanal zu abonnieren. Das solltet ihr jetzt tun. Falls ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich riesig drüber freuen und ihr habt gleichzeitig den Vorteil, bei jedem neuen Video werdet ihr informiert. Weiterhin wäre es natürlich absolut klasse, wenn euch dieses Video gefällt und auch was bringt, gebt mir den Daumen nach oben. Das wäre wirklich klasse, bringt mich voran, mich und meinen Kanal. Ich mache mir ein wenig Platz und zeige euch den Sprenger bzw. den Einbau der Düsen. Die Sprenger, die ich verwende, das hatte ich eben schon erwähnt, sind die Modelle für die Rotatoren mit einem eingebauten Druckregler. Bei diesem Modell ist es so, 2,8 bar wird hier ausgegeben. Egal wie hoch der Eingangsdruck ist. Natürlich muss der Eingangsdruck mindestens 2,8 bar haben. Wer nur eine kleine Leitung anschließt mit einem Druck von 2 bar Eingang, kann keine 2,8 bar hier erwarten. Muss ich dazu sagen, an dieser Stelle Haftungsgründe. Der Sprenger wird von unten angeschlossen, das habe ich euch schon gezeigt, und hier auf der Oberseite kommt entsprechend der Sprühkopf herausgefahren und je nachdem welche Düse eingebaut wird, ergibt sich
ein Regnerbild. Das Besondere an diesen Modellen im Vergleich zum Beispiel zu den Getrieberegnern ist, dass die Düse hier jederzeit frei sichtbar ist. Hier ist die Düse ja, sehen die graue Düse hier, versteckt. Um die Düse einzubauen, wird diese Schutzabdeckung nach oben gezogen. Ihr seht jetzt hier den Sprühkopf. Es gibt spezielle Halterungen, die dafür sorgen, die klemmt man hier ein, die sorgen dafür, dass dieser Sprühkopf dauerhaft oben bleibt. Geht aber auch mit der Hand, geht bedeutend einfacher als zum Beispiel beim i20. Da muss man wirklich Kraft aufwenden. Die Nase hier oben, das habt ihr gesehen, bricht relativ schnell ab. Das soll auch so sein, denn hier soll das Wasser ja auch durchströmen, wenn noch keine Düse eingebaut ist. In dem Fall drehe ich das Ganze jetzt einfach ab. Und ihr seht, die Schutzkappe könnte ich auch wieder aufschrauben, ist mit einem Gewinde versehen. Und hier werden jetzt die Düsen eingebaut. Ich habe jetzt hier eine Düse, und zwar die MP 2000er Düse von 90 bis 210 Grad. Das erkennt ihr am Farbkranz, in dem Fall silbern. Das Ganze hat ein Innengewinde, welches direkt auf den Sprenger passt. Das Ganze wird nur handfest geschraubt und ich kann das Ganze wieder schließen. Bei diesen Düsen MP 2000 Corner Modell, MP 3000, die 1000er, die 800er Serie und so weiter und so fort, erkennt ihr das jeweilige Modell schon aus der Entfernung, wenn ihr euch den Düsenkopf anschaut. Die Farben sind je nach Modell immer einheitlich. Übrigens, was ich nach wie vor absolut klasse finde, ist die Tatsache, dass ich hier auch einen anderen Hersteller von Düsen nutzen kann. Ich hole noch mal kurz meinen Aufbau zurück, und zwar habt ihr hier gesehen, dass der Düsenkopf, den ich hier verwendet habe, doch anders aussieht als dieser von den MP-Rotatoren. Wer meine Videos aufmerksam verfolgt, der kennt das Video MP-Rotator versus Airvan. Diese beiden Düsen der beiden Premium-Hersteller, die habe ich in diesem Video miteinander verglichen. Oben rechts seht ihr das Video, den Link, oder einfach mal unten in die Beschreibung geschaut. Dort könnt ihr euch direkt den Vergleich der beiden Modelle gegeneinander anschauen. Welche Modelle hat welche Vorteile, welche Nachteile, wie ist der Wurfkreis, wie ist der Wasserauftrag und vor allen Dingen, wie ist das Handling. Denn eins muss man klipp und klar sagen, die Hunter-Modelle haben meiner Meinung nach, und das ist subjektiv, ein etwas besseres Sprühbild. Aber die Rainbird-Modelle brauchen nicht für jede Entfernung, für jeden Winkel und so weiter eine eigene Düse, sondern hier, diese Düsen sind deutlich flexibler. Mit diesen Düsen könnt ihr deutlich mehr Länge abgleichen, deutlich mehr Winkel. Da muss nicht so viel variiert und vorneweg genau nachgedacht werden. Weiterhin kann die Düse komplett ohne Werkzeug eingestellt werden. Wenn die Anlage einmal läuft, ist das total nebensächlich, wie ich finde, aber gerade beim Einstellen und den ersten Wochen nach der Einstellung. Ihr spaziert, während die Anlage läuft, über eure Gehwege und merkt, Mensch, der eine Regner läuft nicht perfekt. Hier ist es richtig gut gemacht. Ihr geht hin, ihr dreht am Kopf, ihr dreht am Unterteil und könnt die Wurfweite, den Winkel komplett ohne Werkzeug einstellen. Beim MP-Rotator ist das nicht so. Es ist bedingt möglich, das Ganze hier über diesen silbernen Kranz einzustellen. Da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber es geht. Spätestens wenn es um den Wasserdurchfluss, also die Wurfweite geht, habt ihr hier oben eine Mikroschraube, möchte ich es fast nennen. Und für diese Schraube braucht ihr einen Schraubendreher. So ein Schraubendreher hat sicherlich jeder im Haushalt, aber Hunter wäre nicht Hunter, wenn man damit nicht auch Geld verdienen könnte. Deswegen, wie schon beim i20, beim Getrieberegner, gibt es auch für dieses Modell einen speziellen Schlüssel. Zum einen habt ihr hier oben im Schlüssel einen Schraubendreher, der direkt in diese Öffnung hineinpasst, und dann könnt ihr hier die Wurfweite einstellen. Weiterhin habt ihr hier diesen Ring mit dem Zahnkranz dazwischen. Den legt ihr auf und könnt dann den Wurfwinkel einstellen.
ist gut durchdacht, kann man mit Geld verdienen. Es geht letztendlich auch mit einem kleinen Schraubendreher, den ihr vielleicht schon habt. Und das Rädchen kann man auch von Hand einstellen. Aber das Werkzeug macht es natürlich um einiges einfacher. Ich habe nun die 2000er Düse eingebaut, kann das Ganze mit dem Rohrsystem verbinden. Damit ich das tun kann, muss ich natürlich erst das Rohrsystem in die Erde hineinbekommen und das Ganze mache ich jetzt. Das Video vom Einbau, das seht ihr aber nicht jetzt, denn dieses Video, das werde ich in Kürze veröffentlichen. Das wird wieder ein eigener Teil werden zu dieser Projektserie, zu diesem gesamten Projekt zum Bau meiner Rasenbewässerungsanlage. Ich hoffe, dieser Teil war für euch informativ. Gebt mir den Daumen nach oben, teilt dieses Video gerne weiter. Schaut unten in die Beschreibung. Ich setze dort eine Zigzahl an Links zu den Produkten, zu den Spezifikationen von den Herstellern. Ich zeige euch die Links zu den anderen Videos, die ich gemacht habe, von der Berechnung der Sprengerleistung über den Anschluss, über den Vergleich der beiden Modelle miteinander und natürlich auch die Einkaufsliste von Amazon. Wenn ihr mögt, klickt dort drauf, unterstützt mich damit, würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn ihr mögt, schreibt mir unten in die Kommentare, gebt mir ein Feedback, wie habt ihr das Ganze umgesetzt? Auf was habt ihr geachtet? Auf was sollte ich vielleicht achten? Schreibt mir das einfach unten in die Kommentare, wäre klasse. Und an der Stelle hoffe ich, wir sehen uns in Zukunft wieder, wenn ich euch den Einbau dieses Systems im Rasen zeige. Bis dahin, macht's gut, ciao!